Hallo Leute und willkommen zurück zu Haskell. Dieses Mal geht's weiter mit einem fortgeschritteneren Thema, nämlich den Lambda-Ausdrücken in Haskell. Ja, ihr habt jetzt schon die Funktion f von x gleich, was war es, Cosinus von x, ich habe das gleich vergessen, furchtbar, Cosinus von x durch durch x einfach gesehen oder kennengelernt. Und ja, das kann man auch alles anders schreiben. Mathematisch gesehen ist es ja hier f von x gleich Cosinus von x durch x. Genau. Aber man kann das Ganze auch einfach anders da schreiben. Okay. So, wenn wir jetzt hier, wir können es nicht f nennen, weil wir f schon haben. Wir nennen es jetzt einfach mal g. Oder wir nennen es f2. Das ist noch besser. So, wir sagen einfach f2 gleich und dann hier ein Backslash x, dann ein Pfeil und dann haben wir hier Cosinus x durch x. So, was bedeutet das jetzt wiederum? Okay, das heißt folgendes. Wir haben eine Funktion f2 und diese bildet ein x auf einen Cosinus von x durch x ab. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum sollte man das benutzen, wenn wir auch das Ganze einfach hier oben schreiben können. Nun ja, in Haskell selber drin im Compiler sind Funktionen auch einfach nur Variablen sozusagen. Also die Variablen x hier, also das hier, diese Integer und so weiter, sind genau dasselbe wie die Funktionen, nur sie haben ein klein bisschen anderen Typ. Also die Funktionen hier, ähm, die haben den Typ Variable auf, oder halt, ja, die Eingabeparameter auf Ausgabeparameter abzubilden. Und die Variablen hier haben einfach einen festen Typ, also einen statischen. Das ist für uns relativ bedeutend, weil wir ja auch irgendwie den Typ von einer Funktion mal angeben wollen, beziehungsweise wir wollen ihn mal angeben können, weil manchmal wollen wir ja ein bisschen was anderes wie das, was Haskell uns tatsächlich sagt. Aber im Prinzip machen jetzt diese beiden Funktionen hier oben dasselbe. Und teilweise möchte man noch einfach mal eine implizite Funktion angeben können, also zum Beispiel, wenn man ähm, manche Funktionen, die Haskell selber eingebaut hat, die nehmen auch Funktionen als Parameter. Und da kann es dann mal sein, dass wir sowas hier brauchen. So, also wir testen das einfach mal ganz kurz. Wir können also prinzipiell jede Funktion hier so umschreiben. Wir sagen fx, statt fx sagen wir einfach f und nehmen dann ein Lambda x und sagen, worauf es abbildet. Gut, so, dann möchte ich euch jetzt auch schon gleich zeigen, wie das aussieht, wenn Haskell oder wenn man Haskell-Typen selber angibt. Wir sagen hier oben nämlich sowas wie f ähm, hat den Typ, also f Doppelpunkt Doppelpunkt, das heißt bedeutet so viel wie hat den Typ. Und dann sagen wir hier ähm, eine Zahl, upsala, eine Zahl x ähm, und bilden ab auf eine Zahl x. So, dieses num x, das hätte jetzt Haskell für uns quasi selbstständig gemacht und wir haben das jetzt einfach so eingefügt. Und haben einen Fehler. Ähm, ja gut, wir haben, oder ich habe jetzt hier gerade mal einfach sowas rausgetan. Das hat tatsächlich einen anderen Typ so ein bisschen. Achso, ja, das war ja eigentlich auch nur als Beispiel gedacht, ich wollte es ja gar nicht richtig ausführen. Klar, sorry, ich bin gerade verwirrt. NumX schreibt man eigentlich für was anderes. Man schreibt hier einfach x als Typ hin. Also das ist ein bisschen besser vielleicht, wenn ich hier, wenn es tatsächlich laufen soll, schreiben wir das mal so hin. Also wir haben quasi eine Funktion, die hat den Eingabetyp a und liefert uns auch wieder den Ausgabetyp a. Hier, so. Ähm, Ja, und dann brauchen wir halt noch quasi die Einschränkung dafür, dass a tatsächlich auch eine Zahl ist, also dass wir auch tatsächlich hier geteilt durch machen dürfen, müssen wir hier zunächst einmal, wie heißt das Ding nochmal? Fractional heißt es, glaube ich. Fractional a und dann dieses impliziert Pfeilchen. Das wollte ich euch aber an für sich gar nicht so zeigen, sondern eher den Gedanken dahinter, was Haskell hier macht. Vor allem, da wir hier, wenn wir den Ausgabetyp auch gleichsetzen, müssen wir hier auch noch ein, wie hieß das andere? Nicht Fractional, sondern Floating, genau. Ähm,
wir müssen hier auch noch einen Float quasi zurückgeben, damit wir es überhaupt ausführen können, weil ja hier der Cosinus einen Floating zurückliefert und wir sagen hier, der Eingabetyp muss gleich dem Ausgabetyp sein. Jetzt sollte das Ganze aber funktionieren. Jetzt habe ich ein Komma gesetzt. Warum nimmt er das Komma nicht? Ach, das war eine andere Version, die ich hier hatte. In der Version, ja, muss man hier, ja, ist egal. So passt das. Also wir sagen hier erstmal Fractional A, also A muss diese Funktion hier implementieren, geteilt durch, sonst haben wir ein Problem. Und dann haben wir hier ein Floating A, das bedeutet, A muss eine Gleitkommazahl sein, damit wir hier Cosinus drauf ausrechnen können. Also quasi das Ergebnis vom Cosinus muss eine Gleitkommazahl sein. Und das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist dieses A auf A. Also wir sagen, die Funktion f nimmt den Parameter A und nimmt einen Parameter vom Typ A und liefert uns auch wieder einen Ausgabewert vom Typ A. So, und hier sagen wir aber bei f2 genau dasselbe mehr oder weniger. Also wir sagen hier, ähm, f2, okay, x hat einen Parameter a und wir sagen, raus kommt auch wieder ein Parameter a und im Prinzip sieht es genau gleich aus. Das heißt, es interessiert uns an für sich nicht. Also hier müsste ich jetzt natürlich das hier auch nochmal machen, aber das wollte ich euch ja gar nicht zeigen. Okay, jetzt haben wir es tatsächlich schon gemacht. Jetzt wisst ihr schon, wie man Typen definiert. Nur ihr kennt die ganzen Klassen noch nicht. Ähm, Was ist denn los? Achso, ich habe die Klammer vergessen. Ups. Jetzt aber. Jetzt lädt's doch einfach mal schön. So. Ähm, naja, wollte ich euch wie gesagt eigentlich nicht zeigen. Also hier vorne kann man quasi die Einschränkungen eingeben. Also A muss vom Typ Floating sein und A muss vom Typ Fractional sein. Und hier hinten tut man dann tatsächlich das angeben, was für ein Typ auf was für ein Typ abgebildet wird. Also wenn wir jetzt hier A auf Typ B machen, dann können wir uns A und B einzeln definieren. B muss auf jeden Fall ein Floating sein, wenn wir hier Cosinus drauf ausrechnen. So, aber so viel dazu. Ähm, ja, also wir können hier jede Funktion eben als diesen Lambda-Term ähm, darstellen. Und das ist wichtig für einige Funktionen, wie zum Beispiel auf Listen, nämlich die vorgefertigten Funktionen. Und dann möchte ich euch jetzt gerade mal die erste zeigen. Die erste Funktion von Haskell, nämlich Map. Bei Map ist es direkt wichtig, also Map hat folgende Struktur. Das kann ich euch ja jetzt direkt zeigen. Haha. Okay, wir sagen S auf T auf S auf Liste T. So, jetzt dürft ihr mal mich pausieren und raten, was das für ein Typ sein soll. Ich werde es euch sofort erklären. Gut, also, das bedeutet hier, Map nimmt erstmal eine Funktion vom Typ S auf T, nimmt zusätzlich noch eine Liste S, also eine Liste vom Typ S und liefert eine Liste vom Typ T zurück. Okay? So, jetzt kann man sich schon fast denken, was das machen soll. Wir bilden quasi jedes einzelne Element durch diese Funktion hier auf die neue Liste ab. Und genau das macht macht Map, Entschuldigung. Ähm, naja gut, Map ist halt so eine Sache, Map ist schon vordefiniert. Ich werde es euch jetzt trotzdem mal hier noch hinschreiben. Also Map nimmt eine Funktion f, eine Liste, zunächst einmal eine leere Liste und liefert natürlich dann noch eine leere Liste raus. Wir wollen ja diese Funktion f auf jedes Element der Liste anwenden. Gut, das heißt, wir haben hier Map f und x Doppelpunkt xs und dann sagen wir hier, okay, wir wenden f auf das Element x an, weil das nimmt ja genau ein Typ s, also x ist ja vom Typ s, weil es ein Element der Liste vom Typ s ist, also jedes Element der Liste hat den Typ s und diese Klammern hier stehen halt dafür, dass es eine Liste ist. Das heißt, x hat Typ s, das heißt, wir können f drauf anwenden, kriegen ein t zurück. So, und dann sagen wir hier map fxs. So tun wir quasi die Funktion die Funktion f auf alle Elemente anwenden. Jetzt gibt es wie gesagt diese Implementation von Map schon und wahrscheinlich ziemlich viel effizienter als das, was wir hier gerade geschrieben haben. Da gibt es noch kleinere Optimierungen, aber im Prinzip ist es genau das, was wir hier gemacht haben. So, das soll es jetzt auch mal gewesen sein. Ich glaube, ihr habt genug Input für dieses Video. Wie gesagt, wenn ich es jetzt ausführe,
werden wir wahrscheinlich hier einen Fehler kriegen. Ja, genau. Nämlich die Map-Funktion gibt es schon. Ja, ist ja klar. Man braucht die auch wirklich ständig, also die ist echt wichtig. Ähm, gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen etc. habt, dann PN oder Kommentar schreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über Likes und Abos und sonstige Sachen. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Ciao, ciao.